Dieser Mann namens José Antonio Nievas machte eine unglaubliche Entdeckung, als er durch seine Farm spazierte. Seine Farm liegt 25 Kilometer südlich von Buenos Aires, also ist es nicht der abgelegenste Ort. Aber das, was José gefunden hat, sieht aus, als wäre es nicht von dieser Erde. In der Nähe eines Flussbettes fand José etwas, das wie ein riesiges schwarzes Ei aussah. Er eilte nach Hause, um seiner Familie von dieser Entdeckung zu erzählen. Josés Frau Reina sagte, die ganze Familie habe gelacht, als José sagte, er habe ein Dinosaurier-Ei gefunden. Zuerst konnte niemand sagen, wie groß das Ei war, weil es im Schlamm vergraben war. Nachdem José herumgegraben hatte, war es 3 Meter breit, also zu groß, um ein Dinosaurier-Ei zu sein. Das angebliche Dinosaurier-Ei war in Wahrheit der Panzer eines Glyptodon, ein Säugetier, das ein Mitglied der Gürtelfamilie war, die während der Eiszeit lebte. Vor über 10.000 Jahren wimmelte es in Südamerika von diesen Tieren. Sie waren Pflanzenfresser. Fossile Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass sie VW-Käfern ähnelten und ungefähr genauso viel wiegen. Das Exemplar, das José gefunden hatte, war in ausgezeichnetem Zustand, was wegen seines Alters sehr selten ist. Kein Panzer gleicht einem anderen. Jedes Glyptodon-Panzer hat sein eigenes spezielles Muster, genau wie Fingerabdrücke. Der Panzer half dem Glyptodon, sich vor Raubtieren zu schützen. Fossilien von Glyptodons wurden bisher nur in Brasilien und Uruguay gefunden. Auch die Glyptodon-Schwänze waren gepanzert. Paläontologen glauben, dass sich diese gegenseitig bekämpften. Diese Tiere waren so mächtig, dass sie einen gegnerischen Panzer zerschmettern konnten. Jeder Glyptodon-Panzer bestand aus etwa 1000 Knochenplatten. Sie hatten kräftige Beine, riesige Schultern und einen zusammengewachsenen Wirbel, um ihr Gewicht tragen zu können. Im Grunde kann man sie als Schildkröten betrachten, aber Experten sagen, dass das zu ungenau ist. Die beiden Tiere hatten unterschiedliche Vorfahren, passten sich jedoch in ähnlicher Weise an ihre Umgebungen an. Der Glyptodon war nicht in der Lage, seinen Kopf in seinen Panzer zu stecken, aber dafür hatte er eine Knochenkappe. Der Panzer, den José gefunden hat, hatte einige Schäden, die Experten vermuten lassen, dass das durch einen Kampf mit einem anderen Glyptodon verursacht wurde. Obwohl der Panzer groß war, stammt er höchstwahrscheinlich von einem jungen Glyptodon. Erwachsene Glyptodons konnten bis zu 6 Meter breit werden. Einige Leute waren skeptisch gegenüber dem Fund, jedoch haben mehrere Experten das Tier untersucht und behaupten, dass es authentisch sei. Die einzige Sache, die die Experten verwirrt, ist das Loch in der Schale. Es sieht nicht so aus, als wäre es durch einen Kampf entstanden. Dieses Mysterium konnte jedenfalls nicht gelöst werden. Glyptodons starben am Ende der Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren aus. Ist es nicht faszinierend zu sehen, dass man auch nach Tausenden von Jahren immer noch Fossilien auffindet, die vergraben sind und darauf warten, gefunden zu werden? Was haltet ihr von Josés Fund? Hast du schon mal etwas Cooles gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren für mehr Videos.